Hey ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Videothema für euch, das wirklich sehr wichtig ist. Und zwar geht es heute ein Stück weit darum, wie mache ich das zum Beispiel, dass ich mit meiner Krankheit eigentlich soweit im Alltag ganz gut zurechtkomme. Ich meine halt, es ist normal, dass man auch schlechte Tage hat. Also mir geht das auch so. Ich habe auch einige Tage, die manchmal einfach wirklich nicht gut sind. Das sind Tage, an denen bin ich traurig, Tage, an denen kann ich einfach nur weinen, weil es mir halt einfach nicht gut geht und weil mein ganzes Leben einfach anders ist, als es früher war. Wobei ich weiß nicht, ob es vielleicht Glück ist oder auch nicht, aber ich bin ja schon sehr, sehr zeitig krank geworden, schon als ich 12 Jahre alt war, und ich weiß nicht, ich kann mich halt nicht ganz so viel daran erinnern, wie war es früher, als ich eben nicht Lupus hatte und als ich nicht krank war. Manchmal ist es vielleicht auch einfach ein Vorteil, dass ich diesen Vergleich nicht habe. Ja, aber manchmal denke ich auch, dass es vielleicht einfach schade ist, weil ich einfach diese Erinnerung nicht habe. Und deswegen ist es halt auch, denke ich, eine wertvolle Erinnerung für alle, die einfach viel später krank geworden sind, als ich es zum Beispiel geworden bin. Was ich aber noch eigentlich sagen möchte, ist halt auch, dass wenn man halt chronisch krank ist, dann verändert sich einfach ganz, ganz viel. Und naja, ich weiß nicht, bei einigen beginnt das halt auch einfach schleichend. Bei mir hat es auch schleichend begonnen. Die Symptome durch den Lupus sind halt immer schlimmer geworden mit der Zeit. Und irgendwann haben sie halt einfach ihr volles Ausmaß erreicht. Aber es gibt auch Leute, bei denen passiert das von jetzt auf gleich einfach. Und es verlangt, dass sich ganz, ganz viel im Verlaufe des Lebens dann einfach ändert. Es reicht halt irgendwie einfach nicht mehr, wenn früh die Sonne aufgeht und wenn sie abends wieder untergeht und man in der Zwischenzeit halt einfach nur da ist, sondern man muss so viel mehr im Verlauf des Tages einfach bedenken. Man muss viel, viel mehr lernen, die kleinen Dinge im Leben auch einfach zu schätzen. Und manchmal ist es bei mir zum Beispiel einfach nur der Schnee, über den ich mich wahnsinnig freue, auch wenn, wie das sage ich auch später im Video, meine Finger dadurch einfach Renault-mäßig total blau und weiß werden. Aber es geht halt einfach darum, so kleine Sachen für sich zu finden, die einfach dann manchmal dieses positive i-Tüpfelchen im Verlauf des Tages sind. Und es geht auch eine ganze, ganze Menge mehr darum, sich selber kennenzulernen. Und ich finde es manchmal einfach so schwierig, weil es gibt so wenig Menschen, die sich selber so gut kennen, dass sie genau wissen, was sie in welcher Situation eigentlich brauchen, und die sich selber einfach so nahe stehen. Und gerade wir als chronisch Kranke sind halt diejenigen, die das eigentlich besonders gut können müssten. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, als ich weiß nicht, aber es würde es so quasi von der Gesellschaft vorausgesetzt sein, dass wir das alles schon können und wissen, und weil sie erwarten, dass wir mit unserer Krankheit irgendwie klarkommen und damit leben und kein Theater machen und solche Sachen. Und wenn man halt von uns erwartet, dass wir gut mit unserer Krankheit klarkommen, dann erwartet man von uns auch, dass wir all diese Dinge schon können, die sowieso so wenig Menschen können. Nämlich uns selber kennen und einfach auch unsere Bedürfnisse wahrnehmen und für uns zu sorgen. Und ja, ich weiß nicht, das ist wahnsinnig schwer, und es gibt so wenig Menschen, die uns das zeigen können, wie das eigentlich funktioniert. Und eigentlich müssen wir es uns selber beibringen. Und wir müssen erstmal wissen, dass wir uns das beibringen müssen. Und das ist eigentlich, finde ich, was sehr, sehr Schweres. Und aus diesem Grund möchte ich in diesem Video euch ein Stück weit versuchen zu zeigen, was ich für mich zum Beispiel herausgefunden habe, wie ich versuche, meinen Tag ein bisschen freundlicher an manchen Stellen zu gestalten, wenn es mir halt zum Beispiel einfach nicht gut geht. Und einen kleinen Einwurf habe ich zum Beispiel auch in einem Video, in dem ich euch zeige, was ich halt mache, wenn es mir zum Beispiel auch mal gut geht. Also bleibt dran. Am besten abonniert den Channel, das wäre wirklich super, super schön. Dann erreichen wir noch viel, viel mehr Menschen und können einfach diese Botschaft noch weiter nach außen tragen. Also teilt doch gerne das Video. Das allererste, was ich euch nämlich zeigen möchte, ist meine Lichterkette. Die finde ich absolut spitze, weil die habe ich nämlich mit meinem Freund
hier an die Wand gebaut. Und das richtig Coole ist, dass ich dafür sogar eine Fernbedienung habe. Könnt ihr hier sehen. Und die kann ich halt einfach ausschalten und anschalten. Und dann gibt es die unterschiedlichen Modi. Also ich mag am allerliebsten einfach das, wenn es so an ist wie jetzt, so ganz normal, einfach durchgehend leuchtet. Aber wenn man das will, kann man halt hier auch auf, was weiß ich, solche Sachen schalten. Ja, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel Geblinke. Deswegen lasse ich es einfach hier und kann halt hier auch so ein bisschen dimmen im Licht. Aber so lasse ich es halt am besten. Und das finde ich ist was super Gutes, weil wenn es mir halt einfach nicht so gut geht, nehme ich einfach meine Fernbedienung, schalte sie an und dann ist eine ganz andere Atmosphäre im Zimmer. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, noch meine Bilder dran zu hängen. Zum Beispiel hier diese Karte aus London. Kommt dann einfach hier eine Klammer dran und dann hänge ich sie dort mit dran. Und zack, da hängt sie. Wir haben für diese ganze Lichterkette eigentlich überhaupt nicht so viel gebraucht. Also wir haben solche Wäscheklammern genommen. Und es sind ganz normale Wäscheklammern. Die sind halt einfach aus Holz. Das hat mir einfach am besten gefallen. Die haben wir genommen. Und dann habe ich noch so ein bisschen Patafix geholt. Das ist das für 2 Kilogramm. Wenn das jetzt mal scharf stellen würde. Zack, für 2 Kilogramm. Und das hält eigentlich super gut. Diese ganzen Sachen an der Wand. Ich zeige es euch einfach noch mal so ein bisschen. Genau, ich habe dann hier die Klammern mit dem Patafix an der Wand befestigt. Dann die Lichterkette da so durchgelegt. Und habe halt zusätzlich noch so ein Paketband hier. Und das habe ich halt auch durch die ganzen Klammern mit durchgefädelt, damit ich dann die Bilder auch gut mit dranhängen kann, damit die nicht einfach an der Lichterkette dranhängen. Ja, also das empfehle ich euch total. Es lohnt sich und ist auch gar nicht so teuer, sondern das lässt sich recht günstig realisieren. Eine weitere Sache, die mir wirklich super hilft, ist auch das Sportmachen, weil Sport ist einfach super wichtig, egal ob man jetzt schon chronisch krank ist oder ob man gesund ist. Sport ist einfach eine Sache, die man irgendwie schon in seinen Alltag einbauen sollte und auch regelmäßig machen sollte. Und es ist ja nicht wichtig, dass man irgendeinen Leistungssport macht oder irgendwie super krasse Sachen. Es reicht ja, wenn man moderat ein bisschen Ausdauersport macht, vielleicht auch ein bisschen Krafttraining. Aber im Moment mache ich mich jetzt gerade fertig für den Sport. Ich werde ein bisschen zum Boxen gehen heute, mir ist so ein bisschen danach. Danach wird zwar nicht mehr so viel möglich sein, weil ich so erschöpft sein werde, aber das macht erstmal nichts, dann muss halt die Uni warten. Genau, und ja, ich packe dann jetzt erstmal meine Sachen. Und darauf bin ich auch besonders stolz. Das ist nämlich mein nächstes Licht extra. Und das ist eigentlich eine Lampe. Zack. Total cool. Also es ist eigentlich eine Ginflasche. Die habe ich mitgenommen aus unserem Urlaub in London in dem Sommer. Und da waren wir in so einer Bar und da hat der Gin echt mega gut geschmeckt. Und da habe ich die einfach als Andenken mitgenommen und mein Freund hat eine Lampe draus gebaut. Das ist eigentlich echt mega cool von ihm gewesen. Auch hier hat er dann so ein Loch reingebohrt und das Kabel durchgesteckt für die Lampe. Das geht dann hier in der Flasche nach oben. Für die Glühbirne, die hier oben drin ist, da hat er hier oben nämlich so ein Stückchen von so einer Lampenfassung draufgeklebt auf die Flasche und da dann die Glühbirne draufgeschraubt und dann noch den Lampenschirm außen drum. Also ist eigentlich echt gar nicht so schwer. Es hat natürlich eine Weile gedauert, das zu bauen, aber das ist halt auch mein absoluter Favorit, den ich halt einfach anstellen kann in meinem Zimmer. Und ja, super schöne Lampe, weil die Flasche auch so schön lila ist. Sieht das einfach echt toll aus. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr dafür so ein bisschen begabt seid, so Sachen zu bauen, dann ja, nehmt euch einfach mal eine schöne Flasche,
irgendwas und baut euch so eine schöne Lampe draus. Ich finde, das ist auch einfach was Schönes, wenn man sowas im Zimmer stehen hat und man es anmachen kann, weil da ist dann halt irgendwie einfach nochmal ein bisschen mehr Atmosphäre drin. Und jetzt kommt was für Tage, die einfach ein bisschen entspannter sein sollen, wo Sport vielleicht auch einfach nicht so gut ist. Und das ist für mich zum Beispiel das Musikhören. Und besonders gerne mag ich auch einfach Kerzen, weil Kerzen einfach auch so eine besondere Atmosphäre schaffen. Und ich finde das richtig schön, wenn es mir halt eh nicht gut geht, dass ich einfach was habe, was Kleines, was mir gefällt und ja, was einfach so ein bisschen Licht im wahrsten Sinne des Wortes in den Tag hineinbringt. Weil es gibt so viele schöne kleine Sachen, an denen man sich einfach freuen kann. Und ich habe für mich herausgefunden, dass das einfach besonders die Kerzen sind. Und ein bisschen Musik noch dazu und ein bisschen eine schöne Blume, egal was, aber irgendwas, was einfach so ein bisschen Atmosphäre schafft. Und das finde ich ist was total Schönes und hilft mir echt wahnsinnig über schwierige Zeiten, wenn mir irgendwas wehtut oder ich wahnsinnig müde bin. Probiert es mal aus. Also ich finde es echt wahnsinnig schön und auch wenn die Kerzen ein bisschen Duft haben, ist es einfach für mich total angenehm, wenn ein paar Sinne angesprochen werden. Wenn ich einfach zum Beispiel selber nicht lesen kann oder auch bei Filmen mich nicht mehr konzentrieren kann, weil ich einfach zu müde bin, finde ich es super schön, wenn einfach auf die Weise andere Sinne noch angesprochen werden. Fühlt man sich, oder es geht mir so, dass ich mich einfach ein bisschen lebendiger fühle und nicht ganz so ausgeliefert an irgendeiner Stelle. Das ist es halt manchmal für mich, dass ich so das Gefühl habe, dass ich eigentlich in meinem eigenen Körper ein Stück weit gefangen bin und einfach nicht das machen kann, worauf ich Lust habe oder wonach mir vielleicht ist oder einfach nicht ich immer sein kann. Und diese kleinen Dinge, die mir einfach gefallen, in denen ich mich auch selber wiedersehe, die nehmen dieses Gefühl des Ausgeliefertseins einfach ein Stückchen weg, weil es etwas ist, das mir einfach auch was bedeutet und das mir gefällt. Und deswegen, ja, möchte ich euch einfach sagen, probiert es mal aus, aber schaut doch einfach, ob es für euch Sachen gibt, die ganz speziell für euch einfach gut sind. Das muss ja nicht unbedingt eine Kerze sein oder Musik, aber irgendwas, was euch einfach gefällt. Und was ich auch absolut liebe, ist Schnee. Schnee ist einfach so spitze. Könnt ihr es sehen? Oh, ich finde das einfach so cool. Eigentlich sollte es zu Weihnachten viel mehr schneien, überhaupt mal schneien zu Weihnachten. Aber immerhin schneit es jetzt. Auch wenn das Kalte echt unangenehm ist an den Fingern, aber ich finde, Schnee ist einfach cool, weil der glitzert und der ist hell und wenn man früh aufsteht, dann wirkt alles viel heller als sonst und Schnee ist einfach toll. Da. Das waren jetzt erstmal die Tipps, die ich so für euch hatte. Ich hoffe, dass auch was für euch dabei war, auf alle Fälle. Das wäre wirklich super schön. Am besten kommentiert das Video und gebt mir ein bisschen Rückmeldung, was euch gefallen hat oder was ihr euch vielleicht noch wünscht. Ich würde mich super freuen, wenn einige von euch auch einfach bei meinem Kanal dranbleiben, also abonniert ihn. Das ist wirklich eine super, super Sache und ich möchte all denen danken, die den Kanal schon abonniert haben. Das bedeutet mir wirklich super viel und ich freue mich, wenn unsere Community einfach noch ein Stückchen weiter wächst. Deswegen abonniert den Channel und wir sehen uns im nächsten Video.